Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tour. Wir stehen hier in den Dolomiten und machen eine Wanderung mit ganz viel Ausblick. Wunderbar. Die Tour ist in der Marmolata-Gruppe und Ziel der Tour ist dieser Bergsee, der Lago di Nega. Wenn ihr Lust habt, kommt mit! Start ist hier direkt am Wanderparkplatz von Malga Chiapella mit einem ersten tollen Eindruck. Hier geht es zur Marmolata hoch. Das ist unser Ziel, der Lech di Nega. Toller Bergsee, ganz hoch oben. Und ich hoffe, da ist nicht so viel los, wie hier an Autos parken. Also die Tourenbeschreibung lautet steile Anstiege im Wald und schon allein der Einstieg hier lässt erahnen, dass es da jetzt ganz schön heftig hochgeht. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass wir die Tour entgegen der empfohlenen Richtung laufen. Der Autor der Tour hat extra dazu geschrieben, er empfiehlt nicht den steilen Aufstieg durch den Wald zu nehmen. Finden wir tatsächlich nach unserem Wanderlatein, nimmt man den steileren Teil des Weges immer als Aufstieg. Weil steil aufsteigen ist einfacher als steil absteigen. Ja, gucken wir mal, wird sich rausstellen am Ende der Tour, ob das jetzt eine gute Entscheidung war. Ja, ist was abgerutscht. Was ist das? Ja, also das ist hier. Oh. Und vor allem das da. Die Marmolata. Das ist jetzt auch genau der richtige Platz, um hier ganz landestypische Brotzeit zu machen. Mein Lieblingsessen hier in den Dolomiten, man hört's. Schüttelbrot. So geil. Können wir schon mal ein kurzes Zwischenfazit. Nach 1,5 Stunden haben wir noch keinen Menschen gesehen. Also nicht mal aus der Ferne, gar keinen. Wahnsinn. Das ist also wirklich eine bisher unglaublich schöne Tour. Sehr einsam, mit irren Ausblicken, aber das habt ihr ja gesehen. Und ich glaube, das wird noch besser. Bin gespannt, wie es weitergeht. Kurze Stärkung noch. Das ist so hart, wie es sich anhört. Weiter geht's zum Bergsee. Das war eine wilde Landschaft hier. Wunderschön.
Boah. Herrlich. Nach Karte wirkt die Tour, ob die großteils durch den Wald geht, aber nee, so die erste Dreiviertelstunde ist Wald und dann wird es immer lichter. Der See macht es ganz schön spannend. Ich sehe da oben schon ein Gipfelkreuz, ein kleines. Und eigentlich erwarte ich jetzt, dass der See irgendwann mal kommt. Hier ist eine Kuppe und. Wieder kein See. Aber allein schon, selbst ohne Wasser ist es hier wunderschön. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber hat es jetzt schon mal vorweggenommen, die Tour kann gar nicht mehr schlecht werden. Selbst wenn der Abstieg scheiße wird, weil im Abstieg haben wir irgendwo seilversicherte Stellen, habe ich gelesen. Da stehe ich ja gar nicht drauf, aber ja, denken wir jetzt nicht dran, sondern genießen. Das vermeintliche Gipfelkreuz ist kein Kreuz, ist nur ein Wegweiser. Und sieht man jetzt schon was? Immer noch nicht. Mann. Aber schaut mal, ich schätze nach der nächsten Kuppe müsste jetzt kommen. Oh, ein Bärchen. Ich sehe Wasser. Solange das jetzt nicht so ein überfüllter Badesee ist, wo jetzt zig Instagrammer posen, bin ich glücklich. Die Julia macht jetzt hier ihren Insta-Post. Macht sie ja einen auf Poser. Ah, schaut fast so aus. Ich glaube, das wird unser Pausenplatz hier. Julia hat Goosebumps. Wie heißt es auf Deutsch? Ja, Gänsehaut. Gänseblümchen. Gänsehaut. Voll. Zieht ja auch hier, die Sau. Bisschen frisch hier. Wenn wir ja schon bei den landesüblichen Spezialitäten sind, dann darf natürlich das Vinschgauer auch nicht fehlen. Ich liebe Vinschgauer und Wurst. Und ich sehe gerade, da ist eine große Ameise. Entschuldigung. Ja, das ist mal ein Brotzeitplätzchen. Noch ein Pro-Tipp. Von diesen Würstchen hat man immer einen ganzen Tag was. Zumindest zwischen den Zähnen. Das kriegt man nämlich nie raus. So, jetzt geht es noch hinauf zur Forschella. Julia hat schon Freudentöne von sich gegeben. Ich sehe auch nichts. Oh, jetzt sehe ich's. Ja. Krass. Schaut euch das an. Gigantisch. Unglaublich schön. Hier oben windet es ganz schön. Wir gehen aber noch ein Stück weiter. Dahinter. Die Kappe festhalten, die weht's mir fast weg. Oh.
Ich jetzt also sprachlos. Schaut es euch an. Ich will nicht sagen satt gesehen, aber wir haben lang geguckt hier oben und jetzt gehen wir in den Rückweg über. Das ist allerdings eine Rundtour, das heißt, wir gehen einen anderen Weg zurück, als wir hochgelaufen sind. Bleibt dran, wir geben euch noch ein paar Eindrücke, wie es jetzt weitergeht. Jetzt bin ich gespannt auf den Abstieg. Da stand, dass wohl 2 schwierige Stellen dabei seien, so wie ich die italienische Übersetzung von Google dann verstanden habe. Ja, aber bis jetzt schon mal Job. Ich glaube, die Tour kann mir heute kaum noch jemand versauen. Der erste Teil des Rückwegs läuft erst noch ein Stück auf dem Zustiegsweg, aber jetzt hat man genau das vor Augen die ganze Zeit, wo man sich vorhin immer umdrehen musste. Ich habe es ja beim Aufstieg schon gesagt, also nach Karte ist ganz viel der Wanderung im Wald, aber der Wald hier ist eher wie eine Wiese mit Bäumen. Man hat Schatten und läuft trotzdem über Wiesen. Moment. Ich glaube, das waren die als schwierig gekennzeichneten oder benannten Stellen im Aufstieg. Unangenehm steil und ein bisschen kiesig aus. Da kann man den Ausblick, glaube ich, jetzt mal kurz weniger genießen darüber. Ja, aber ist halt so. Gucken wir uns an. Vorsicht! Boah, das macht heiße Hände. Jo, jetzt die Schlüsselstelle im Abstieg. Oh, die haben wir jetzt hinter uns. Und ja, gucken wir mal, ob der Weg noch mehr Überraschungen bringt. Ja, also die Schatte hier hoch mit der Seilversicherung, die ist im Aufstieg schon um einiges angenehmer als jetzt im Abstieg. Aber ich sag mal, dadurch, dass eigentlich es nicht zu steil ist und mit dem Seil kommt man da auch gut runter. Also. Allerdings, das denke ich mir schon die ganze Zeit, die Tour ist als Wanderung mittelschwer klassifiziert in Outdoor Active. Also nach der Stelle ist völlig klar, das ist keine mittelschwere Wanderung. Das ist schwere Wanderung oder
leichte Bergtour, so würde ich es mal einstufen. Aber ja, aber trotzdem eine unglaublich schöne Tour bisher und weiter geht's. Solche Querungen durch solche Karfelder, die gibt es in den Dolomiten natürlich ziemlich häufig. Schaut aber meistens spektakulärer aus, als es dann ist. Also es ist nicht schwer, sei denn es ist stellenweise abgerutscht und es liegt nur noch so der ganz feine Kies da. Der ist nicht schön, so wie so das hier. Der ist rutschig, die großen Steine sind kein Problem, die verkannten. Brandungsrauschen hier in den Dolomiten. Bisschen wie in so einem Märchenwald hier. Das schaut aus wie unecht, wie Pappmaché, als ob das eine Kulisse sei. Und diese Bäumchen ein bisschen wie so reingesteckt. Krass, schön. Jetzt wieder ab und zu mal nur dieses Rauschen. Voll wild romantisch jetzt dieser Abstieg hier. Die letzten Meter in der Wildnis. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ja, schön ist es nicht, aber wenn es hilft. Nach 6 Stunden haben wir auch erstmalig wieder Beton unter den Füßen. Nee, Teer. So, dann siehst du jetzt, ob das Teer oder Beton ist. Sehe ich. Kein Beton. Kein Beton als Bodenbelag. Entschuldigung. Also sagt sie die ganze Zeit nichts und dann bing. Das erste Mal, dass du Blödsinn erzählst. Ja, okay, also das heißt, immer wenn sie nichts sagt, stimmt's. Oder sie hat zumindest, weiß es auch nicht besser. Das kann sie auch sein. Ja, jetzt mal hier noch mal ein bisschen zum Auslaufen. Ganz gemütlich. Und dann kommen wir gleich noch an einem Refugio Agricultura irgendwas vorbei. Oh, vielleicht ist es das schon. Oh, wo wir hoffentlich noch ein Kaltgetränk kriegen. Ah, die Zivilisationswanderer sind wieder unterwegs. Wir haben heute auch, also das muss ich jetzt mal sagen, in den 6 Stunden ganze 2 Leute sind uns entgegengekommen. Also ein Wanderpärchen und sonst kein Mensch auf der ganzen Tour. Unglaublich, kein Fahrradfahrer, nichts. Also unglaublich, hätte ich nie gedacht bei so einer schönen Tour. Geheimtipp. Prego. Okay, kalte Milch. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir kriegen so einen Maßkrug kalte Milch. Okay. Gut. Lecker, aber so wenig. Da oben, wo es Klingel macht, da kam die Milch her.
Ich hätte lieber eine Maß gehabt, so eine maßkalte Milch. Oh. Die letzten Sonnenstrahlen auf der Marmolata Südseite. Auch genannt die Königin der Dolomiten. Höchste Berg in den Dolomiten mit, ja, ich schreibe es unten hin. So, mit der Silhouette im Hintergrund, die Marmolata Ostseite, geht die Tour zu Ende. Also Fazit, unsere Bewertung ist klar. Ich habe ja schon die ganze Zeit geschwärmt, wahnsinnig schön. Das war es auch, also landschaftlich und vom Weg her sicherlich eine der Top-Dolomiten-Touren, die wir bisher gemacht haben. Unglaublich schön. Was die Routenbeschreibung im Internet aus Outdoor Active angeht, ja, die hat jetzt nicht so gut gepasst. Also dort haben weder die Daten noch die Route gestimmt und ich glaube auch die Einschätzung mit Wanderung mittelschwer mit den 12 Kilometern, 950 Höhenmetern im Auf- und im Abstieg. Schon eine auch anstrengende Tour, aber wunderschön. Allerdings hat es ein paar Schlüsselstellen und deswegen kann man das nicht als mittelschwere Wanderung bezeichnen. Unserer Meinung nach. Aber unglaublich schön. Viel zu viel gebabbelt. Ne? Die Julia hat nicht widersprochen, das heißt, sie sieht es auch so, haben wir ja vorhin gelernt. Genau. Wir laufen auf der Teerstraße, ne, Betonstraße. Ein Tier. Ah, okay, sie ist noch nicht eingeschlafen. Sie ist noch voll dabei. Ich habe bestimmt so einen Sonnenheiligenschein hinter mir jetzt. Ich gucke die ganze Zeit, dass mein Kopf die Sonne verdeckt und da habe ich jetzt bestimmt total schön. Ach so, ja. Es blitzt so hinter uns. Jetzt laber nicht so viel. Hast du doch was gesagt? Ich habe gewartet, bis sie irgendwann mal. Guck, das Display geht schon aus. Ja, das ist immer so, das geht nach einer gewissen Zeit aus, um Da Strom siehst zu du ja gar sparen. nichts mehr. Das sehe ich nichts, das ist richtig. Das ist ja voll doof. Aber der sieht uns noch und der hört uns auch. Ja. Siehst du jetzt gar nicht mehr. Bis wenn das Display aus ist, dann redet die Julia viel mehr. Ich sollte einfach das Display ausschalten. Dann würde Julia. Ja, guck mal, das ist eine super Idee. Maschinenstopp.